Hallo, ich bin der Lukas, ich bin Techniker bei der Firma Piaqua. Wir sind heute wieder live in der iQ-Stage und beschäftigen uns mit dem Thema iConnect. Speziell geht es heute um den Acosta R. Wir haben schon ein Video dazu gedreht mit der Filtersteuerung. Heute beschäftigen wir uns aber mit der Niveausteuerung. Es gibt zwei Typen von der Niveausteuerung, einmal mit Schwimmerschalter und einmal mit Druckschalter. Die Version mit Schwimmerschalter ist für Skimmerbecken angedacht und die Version mit Druckschalter ist für Überlaufbecken angedacht. Wir haben dazu meiner linken Seite die Komponenten für ein Überlaufbecken. Wir haben hier den Luxon-Drucksensor verbaut, der sitzt normal an der tiefsten Stelle im Schwallwasserbehälter. Dieser funktioniert von 0 bis 0,3 bar, man kann also maximal 3 Meter Wassersäule damit messen. Und dadurch können wir auf den Zentimeter genau bestimmen, welchen Wasserstand wir im Schwallwasserbehälter haben. In Verbindung mit unserem Magnetventil können wir den immer Wasser nachspeisen, während es notwendig ist. Wir haben hier links oben unsere Freigabe. Es gibt entweder automatisch füllen oder händisch füllen. Gleich rechts daneben haben wir unseren Wasserstand in Zentimeter. Darunter haben wir unseren Niveaustatus, der ist momentan auf niedrig. Rechts daneben haben wir das Ventil, den Ventilstatus, der ist auf geschlossen. Hier haben wir unsere 4 Punkte im Schwallwasserbehälter. Einmal Wasserstand Minimumpumpe für den Trockenlaufschutz, einmal Wasserstand Minimum Wassernachfüllung. Wenn dieser Wert unterschritten wird, öffnet sich das Ventil. Einmal haben wir hier Wasserstand Maximum Wasser nachfüllen, wenn dieser überschritten wird, schließt sich das Ventil. Und hier haben wir den Wasserstand Maximum Alarm, wenn dieser Wasserstand erreicht wird, bekommt man eine Push-Up-Benachrichtigung und es wird automatisch eine Rückspülung aktiviert. Für Becken mit Skimmer haben wir einen speziellen Schwimmerschalter. Dieser Schwimmerschalter wird im Skimmer montiert. Es gibt 2 Punkte bei diesem Schwimmerschalter. Einmal Niveau OK und einmal Niveau zu niedrig, und anhand von diesem Niveau wird dann einfach das Magnetventil durchgeschaltet und das Wasser wird in 8 gespeist. Wir haben hier unsere Poolbefüllung mit Schwimmerschalter. Ganz oben links haben wir die Freigabe, ob manuell füllen oder automatisch füllen. Gleich daneben haben wir den Wasserstand, ob OK oder niedrig. Darunter haben wir die Wasserstandsvorgabe bei Hand. Diese simuliert den Schwimmerschalter, ob oben oder unten. Daneben haben wir den Ventilstatus, ob offen oder geschlossen. Und gleich darunter haben wir die Befüllzeit Maximum. Wenn diese überschritten wird, schließt sich das Wasserventil automatisch. Abschließende Worte zur Niveausteuerung. Eine Niveausteuerung ist notwendig, da man durch regelmäßige Rückspülungen und durch Verdunstungen Wasser verliert. Um diese zu kompensieren, haben wir eben die Niveausteuerung. Wenn ihr noch mehr zum iConnect-System wissen wollt, schaut gerne unsere weiterführenden Videos. Mehr zum iConnect-System findet ihr auch unter shop.piaqua.com oder iconnect.net. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.